Jahrzehntelang, so erzählen sie, hätten sie gelitten unter dem religiösen Fundamentalismus der Zeugen Jehovas. Nach ihrem Ausstieg haben sie sich im Verein Jehovah's Witnesses Opferhilfe zusammengeschlossen. Sie wollen es nicht länger hinnehmen, dass die Zeugen Jehovas als Körperschaft des öffentlichen Rechts auch noch eine Vorzugsbehandlung durch den Staat bekommen, etwa in steuerlichen Fragen. Deshalb stellen sie jetzt beim Betrugsdezernat in Stuttgart Strafanzeige. Wenn wir heute durch die Königstraße in Stuttgart gehen, sehen wir sie stehen mit ihrem Wachturm und jeder sagt, ja, das Mütterchen oder das Väterchen will halt den Wachturm hier andrehen. Alles gut und schön, aber wenn man mal hinter die Kulissen schaut und sieht, was bei Verleihung der Körperschaft geschehen ist in Berlin, dass da, und ich betone nach meiner Meinung, betrogen wurde, um die Körperschaft des öffentlichen Rechtes zu erlangen. Also da stellt sich mir dann schon die Frage, ob nicht der Rechtsstaat jetzt mal nach all den Jahren vielleicht doch noch mal dahinter schaut. Deswegen bin ich heute hier. Vor seinem Ausstieg war Udo Obermeier jahrelang Gemeindeleiter bei den Zeugen Jehovas. Was ihn am meisten umtreibt, ist die religiös begründete Ablehnung von Bluttransfusionen, also auch von lebensrettenden und auch bei Kindern. Aber ist das wirklich so? Wir fragen bei der Deutschlandzentrale der Zeugen Jehovas nach. Verbot von Bluttransfusionen? Dieser Vorwurf wurde abschließend von den höchsten Gerichten Deutschlands untersucht. Die Gerichte erkannten an, dass jedes unserer Mitglieder bereits vor seiner Taufe eine selbstbestimmte Entscheidung über seine medizinische Behandlung trifft. Selbstbestimmt, Udo Obermeier wirft den Zeugen Jehovas vor, in der Praxis viele Mitglieder massiv unter Druck zu setzen. Ich kenne mehrere Fälle, unter anderem 2 Mütter mit kleinen Kindern, die Bluttransfusion abgelehnt haben, gestorben sind mit katastrophalen Auswirkungen auf die Familien, auf die Kinder. Die sind schwer traumatisiert, die Kinder auch als Erwachsene noch, sogar bis zum Suizid. Deshalb wirft er den Zeugen Jehovas vor Gericht nicht die Wahrheit gesagt zu haben. Wurde der Status einer Körperschaft des öffentlichen Rechts also erschlichen? Nein, sagt die Pressestelle der Zeugen Jehovas in Deutschland. Wir sehen uns gemäß dem biblischen Standpunkt verpflichtet, die Wahrheit zu reden. Auch haben wir nichts zu verbergen, weshalb es keinen Grund gab oder gibt, irgendetwas erschleichen zu müssen. Ein weiterer Vorwurf in der Strafanzeige: Kindesmissbrauch werde innerhalb der Gemeinschaft häufig nicht aufgeklärt. Und zwar durch eine religiöse Regel, nach der ein Opfer immer noch 2 oder 3 Augenzeugen beibringen muss. Auch diesen Vorwurf weist die Zentrale in Selters zurück. Es stehe jedem frei, zur Polizei zu gehen. Bereits zuvor hatten sich die Mitglieder der Zeugen Jehova Opferhilfe auch an den Petitionsausschuss des Landtags gewandt. Der konnte ihnen zwar nicht weiterhelfen, die Ausschussvorsitzende empfiehlt den Aussteigern aber, nicht aufzugeben. Wir haben sie bestärkt darin, dass sie auch den Rechtsweg beschreiten sollen, dass sie die Anklage jetzt oder die Anzeige erstatten sollen. Und da werden wir auch ganz intensiv mit dabei sein. Das haben die 3 jetzt getan und sind erleichtert, dass ihre Anzeige gegen die Zeugen Jehovas jetzt zumindest geprüft wird.